Ihr seht es hier schon aufgebaut, es geht heute wieder um den Pumped Überdämpfer und zwar gibt es Neuigkeiten. Ihr kennt meinen Standard Practice Mute von Pumped, der ist mein absoluter Favorit in Sachen Überdämpfern fürs Trompete spielen und er schafft es, die Trompete runter zu regeln. Und zwar, wenn ich offen spiele, bin ich um die 96 Dezibel und der schafft es auf 72 bis 75 Dezibel. Also eine super Dämpferleistung für einen Überdämpfer für zu Hause. Vor allem Ansprache, Luftdurchlass, super, gefällt mir gut. Deswegen ist es natürlich umso spannender, was passiert mit den neuen. Haben sie eins draufgesetzt? Sind sie besser geworden? Sind sie schlechter geworden? Wie sind sie klanglich? Wie spielen sie sich vom Widerstand? Und wo liegen sie letztendlich im Preis? Das gehen wir heute alles durch. Erstmal zum Vergleich. Mein Überdämpfer vom Pumped, mein Standard Practice Mute. Also, super Ansprache, deswegen war es ja auch mein Favorit. Und jetzt direkt der kleine Bruder. Regelt noch ein bisschen mehr ab. Ich habe das vorhin auch gemessen, da gehen wir gleich nochmal in die Zahlen rein. Und jetzt im Vergleich der Zoe, der jüngste der dreien. Also ihr habt schon gemerkt, auf jeden Fall klangliche Unterschiede gibt es. Vor allem dieser hier bringt einen etwas nasalen Klang mit, wie man es auch von seinem Spitz- oder beziehungsweise Wah-Wah-Dämpfer kennt. Also es geht so in diese Richtung. Und wir schauen uns mal die Fakten an. Also, meine Trompete, wenn ich offen spiele, 95, 96, 97 Dezibel, da ist so die Lautstärke nach Messung. Wie gerade eben schon gesagt, Standard Practice Mute 72 bis 75 Dezibel. Das neuere Modell, Pumped Sierra, schafft es auf 70 bis 72 Dezibel. Also wir haben eine ungefähr, Pi mal Daumen, eine Einsparung in Sachen Lautstärke um 3 Dezibel. Macht sich aber auf jeden Fall bemerkbar und vor allem er spielt sich genauso wie mein vorhergehendes Modell. Der lauteste der drei ist hier Pumped Zoe, der schafft es auf 80 Dezibel. Hängt natürlich damit zusammen, dass er den kleinsten Korpus hat, der Klang schneller rausgeht, beziehungsweise die Membran etwas mehr durchlässt. Rein von den Hard Facts noch, wir haben hier bei meinem Standard und beim Zoe oben Schaumgummi. Da hat man letztendlich dann immer die Möglichkeit, dass wenn man von der Seite kommt, okay, da kann man es ein bisschen reindrehen, dann passt es. Und es sitzt auch sehr, sehr fest. Beim Sierra ist es so, da ist ein härterer Gummi oben benutzt worden. Und man merkt schon, wenn man den einsetzt, man kommt zum Beispiel schief, dass man, ja jetzt ist er drin, ne, dass man gerade jetzt hat. Ne, der rastet so richtig ein, der sucht sich seinen Platz. Und dann merkt man, okay, jetzt ist er fest. Also, ich habe erst gedacht, naja, ob das wirklich hält. Mir ist er kein einziges Mal rausgefallen. Und ich finde es vom Prinzip her auch nicht schlecht, weil er sucht sich immer seine gleiche Position. Das heißt, man ist nie weiter drin oder anders vom Spielgefühl. Es ist immer, jawohl, eingerastet, passt. Ähnlich sind die beiden natürlich vom Klang her. Mein Practice Mute und der Pumped Sierra. Letztendlich muss ich aber sagen, ich mag es immer gerne, wenn ein Überdämpfer ein bisschen was Dunkles mit sich bringt. Klanglich natürlich. Farblich, naja, das ist eigentlich egal, Hauptsache er dämpft richtig. Da gefällt mir der gelbe etwas besser. Das muss man einfach wissen, das ist individuell vom Geschmack her, aber letztendlich haben wir hier eine gute Wirkung. Nasaler klingt der von den dreien. Auch am lautesten. Also nochmal die Facts. Wir haben hier 80 Dezibel, hier 72 bis 75 Dezibel und wir haben auf jeden Fall hier 70 bis 72 Dezibel. Unter 70 kommt man kaum, da muss man sich schon arg zurückhalten, also im Piano spielen, dann leisten letztendlich alle Dämpfer eine gute Dämpferwirkung. Aber ich will sie ja nicht künstlich zurückhalten, wenn ich mit Dämpfer spiele. Das Problem habe ich ja, wenn ich zum Beispiel weiß, okay, das sind jetzt Nachbarn, oben, unten, links und rechts und ich würde offen spielen mit der Trompete, dann hält man sich zurück, ne? Man ist blockiert. Aber mit diesem Überdämpfer, vor allem mit dem hier, kann man guten Gewissens sagen, okay, ich kann auch mal ein Forte spielen. Das stört keinen. Also wenn ich jetzt hier noch ein Radio aufstellen würde und würde bewusst Musik hören, das wäre auf jeden Fall lauter als mein Überdämpfer. Auch der alte schon, aber der leistet nochmal etwas mehr. Pumped Sierra, dieses Modell. Das Zoe-Modell ist das kleinste und auch für Kornett geeignet, hat natürlich den Vorteil, dass der Dämpfer nicht allzu weit nach außen schaut, sondern kriegt man richtig weit rein in den Trichter und letztendlich ist es dann auch in Ordnung. Fliegengewichte sind die alle drei. 51 Milligramm, die hat etwas weniger, da sind wir bei 46.
Aber er hat natürlich auch die geringste Dämpferwirkung, das muss man einfach wissen. Mein Favorit der drei war immer dieser, das neue Modell. Ich war erst skeptisch, schafft es aber auf Platz 1 mittlerweile bei mir. Wieso? Er schafft es einfach, nochmal leiser zu sein. Und das bei gleichem Gewicht. Letztendlich ist der Unterschied eigentlich nur, das Material ist etwas fester. Wir haben hier auf jeden Fall ein härteres Plastik, das merkt man ganz deutlich, und auch der härtere Gummi. Der schafft sich eine wirklich stabile, gleichbleibende, immer wiederkehrende Position. Das ist natürlich ein Vorteil. Und wir haben hier ein weicheres Plastik. Aber letztendlich geht es darum, dass man ja eine Dämpferwirkung hat. Da ist mir das Material in erster Linie egal. Ich will von der Lautstärke runter. Wichtig für mich ist aber immer, dass die Dämpfer nicht schwer sind. Also dass sie nicht den Trichter der Trompete nach ein paar Minuten nach unten ziehen, weil es verändert meinen Ansatz, es verändert meine Körperhaltung, meine Kopfhaltung, ne, verändert sich da auch. Und da ist es mir natürlich wichtig, dass es möglichst leicht ist und für alle umliegenden Beteiligten von meinem Trompetespiel, dass der Dämpfer einfach gut abdämpft. Und da ist auf jeden Fall für die Konkurrenz 70 bis 72 Dezibel schon mal eine extreme Aussage. Also das müssen andere Dämpfer erstmal schaffen, die die anderen Komponenten auch mitbringen. Und eine wichtige Komponente ist natürlich auch der Preis. Was muss ich ausgeben, damit ich den Pumpet kaufen kann? Das ist der günstigste. Der ist aktuell bei 48 Euro. 4 Euro teurer ist der Sierra, aber dafür kriegt man halt auch den leisesten Dämpfer von den dreien. Und da sind wir dann bei 52 Euro. Manchmal gibt es eine Aktion, da ist zum Beispiel dann der gelbe günstiger als der rote. Da kann man einfach mal reinschauen. Ich verlinke euch übrigens die drei Dämpfer auch unten, da könnt ihr direkt reinschauen. Und der teuerste im Bunde ist der Zoe, der kostet 60 Euro. Roundabout. Manchmal mehr, manchmal weniger. Da muss man einfach schauen. Preisschwankungen gibt es ja da immer. Hin und her. Letztendlich kann man sich dann auch aus einer breiten Farbpalette einfach seine individuell Lieblingsfarbe aussuchen, und mir ist es immer wichtig, dass der Dämpfer sich etwas farblich abhebt. Ich habe dann ein Regal mit Dämpfern, da steht einfach von Spitz, Harman, Cup-Dämpfern und so weiter, alles mögliche drin, auch natürlich Überdämpfer, und da finde ich es immer gut, wenn ein Griff der gelbe Dämpfer ist mit Überdämpfer aktuell, und dann muss ich nicht drüber nachdenken, erstmal schauen, wer ist es denn, wer steht denn da, sondern das ist einfach Signalfarbe, okay, gepackt und losgespielt. Zu den Überdämpfern gibt es auch immer letztendlich so ein Täschle dazu, damit man es transportieren kann, aber ganz ehrlich, ich benutze den Überdämpfer immer so und lege ihn letztendlich in die Tasche bzw. Koffer rein, und da passiert auch nichts. Letztendlich geht es ja darum, dass alles geschützt ist, und im Trompetenkoffer, in der Trompetentasche ist es eben. Und es ist ein nice to have, aber für mich nicht notwendig. Das ist einfach so. Hauptsache der Preis stimmt, Hauptsache die Dämpferwirkung stimmt, und Hauptsache ich spiele mit dem Dämpfer gerne. Das ist immer das Wichtigste. Sobald ich merke, das spricht nicht an in der tiefen Lage, dann spiele ich halt nur in der Mittellage. Das sind Kompromisse, die bringen mich immer davon ab, mit dem Überdämpfer zu trainieren. Deswegen ist es mir wichtig, er muss sauber dämpfen, und er muss vom Preis her absolut okay sein. Und da sind wir bei den beiden einfach spitzenmäßig unterwegs. Wer Kornett spielt und letztendlich nicht will, dass der Dämpfer ein bisschen rausschaut, den kann man genauso gut benutzen. Dann kann man eben zum Zoe, muss man aber einfach wissen, okay, der dämpft von den dreien am schlechtesten, 80 Dezibel. Deswegen ist er nicht mein Favorit, weil es für mein Empfinden für einen Überdämpfer einfach zu laut ist. Und deswegen ist mein Favorit Pumpet Sierra, wie schon ein paar Mal erwähnt. Also, unten in der Videobeschreibung verlinke ich euch die drei Dämpfer, da könnt ihr euch mal reinlesen, genau im Detail, und eventuell auch bestellen, wenn ihr das wollt. Ansonsten ist mein Favorit der neue Sierra, und letztendlich könnt ihr mal nachschauen, vielleicht gibt es den roten, den gelben, was auch immer noch ein paar Euro günstiger als gerade eben erwähnt. Also, das heißt für euch einfach mal reinschauen für die ganzen Details. Was ist dein Lieblingsüberdämpfer? Ist es der Stmute? Ist es der Pumpet? Habt ihr ganz andere Überdämpfer? Was sind die Vorteile im Vergleich zu anderen Überdämpfern? Ab in die Kommentare. Das interessiert uns als Community natürlich immer sehr, was da die Erfahrungsberichte, was da die einzelnen Vorzüge auch sind der individuellen Dämpfer. Also ab in die Kommentare damit. Das war's zu dem Video. Deswegen gerne am Ende noch ein Like und Abo da lassen. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund um Trompete und Flügelhorn und Dämpfer und Material und so weiter und so fort. Also bis dahin, ciao, euer Nico.